Hallo meine lieben Mitfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval. Ja, wir haben letztes Mal Scarecrow Fields abgeschlossen und haben noch den Kelch hier hier oben da in diesem Level Museum hier gesammelt. Ja, auch wenn ich jetzt gerade nicht drauf bin, aber das gleiche, habe ich das mal gezeigt so. Und fahren direkt fort mit, würde ich mal sagen, dem schlafenden Dorf. The Sleeping Village. 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 Sleeping Village. Und zwar hat dieses Level eine Art Besonderheit. Ich weiß nicht, ob der müsste es eigentlich erzählen, ja. Villages. The master possesses them. It mustn't hurt them. Hurt guards though. They seek out an object of great power. Und wie ich schon gesagt habe, man sollten den Stadtbewohnern hier nicht wehtun, nur den Richtern. Da sind gerade zwei Tiere aufgegangen. Okay, die machen Schaden. Ach, ich wollte gerade sagen, jetzt geht immer die Tiere rein. So, wir sind in der Kirche. Zeit zu beten. Ja, warte. Zeit zu beten. Nee, warte. Bewohner, komm. So, hier können wir mal lesen. Ein Crucifix. Also a crucifix once stood here, but the major took it. Find a replacement and see how the culture really looks. Also das Kruzifix wurde hier weggenommen vom Bürgermeister und wir sollten einen Ersatz finden. Und dann zu sehen, wie die Kirche dann aussieht. Ja, hier sieht man das Kruzifix. Das wurde entfernt. Einmal heilen. Warte mal, sind das ja eigentlich nur Bänke oder kann man das zerhämmern? Hier sind nur Bänke. Wow. Okay, die Ratten bleiben hier liegen an der Stelle, die verschwinden nicht. So, lauf. Und das hier sind ja die Dorfbewohner, den darf man nicht wehtun. Sonst verlieren wir etwas vom Sehen. Okay, das war wohl zu tief. Ich dachte jetzt nicht, dass es so tief wäre, das Wasser. Okay. Noch was dazugelernt. Nicht direkt Kopf über ins Wasser springen. Okay, hier kann man nicht auf die andere Seite.
Aber hier rumkommen wir. Und Energy Wire. Mist. Ja, das ist halt eigentlich nochmal etwas benutzen. So, okay, hier gibt es ein bisschen mehr zu erkundigen. During the cell of left by the water from the fountain, you might have to wait for the next. So. Also der Schlüssel ist hier oben auf dem Brunnen anscheinend. Wir sollen auf den nächsten Splitter warten. Hey, ich lasse die Tür wieder offen. Wir bräuchten eine Bewohner. Alter, die nehmen mir Schaden ab. Was hat der? Okay. Gibt's hier nicht rein. Ein Schäne. Ich glaube, hier ist nur drin. Oder gucken wir später raus. Kann auch sein. Hier ist Danger Vial. Nice. Okay, hier ist ja auch nichts mehr was. Nein, Electric. Was sind wir hier hin? Ach, hier ist ja auch noch ein Weg. Ich bin mir das nix. Doch, man hat nur sein können. Oh, okay, hier bitte hier. Hier ist eine Tür. Ach, die arme Oma, Alter. Eigentlich total cool auf deinem Weg ist. Okay, sie kann auch mitspielen. Nein, hallo, alles klar. Okay, das war so. Ich glaube, diese muss ich aber wieder auf meinem Hammer machen. Ja. Tatsache. Fuck, ich hätte den fast gebraucht. Und jetzt muss schnell nochmal rausgehen. Okay, ich lasse es wieder gut. Aber ich bin es zuvor, ich bin besser kaputt machen.
Hier kaputt. Achso, das hat keine Auswirkung. Okay, hier komme ich schon nicht rein. Was auf Mr. Shanks Lander the Troll said. Okay. Ja, was war's denn hier? Ach, Teil, das hört sich richtig schlimm an. Aber ich habe kein Schild ausgewählt. Ja, sorry, dass ich ein bisschen ruhig bin. Ey! Wie steht hier? Attackieren. So, jetzt geht das zurück. Einmal komplett zurück, bitte. So, einmal hier durch. Comrades, tear this place apart. If we don't find the shadow artifact back, Lord Zarak will have us knocking out the demons for the next millennium. Okay, das sind die neuen Gegner. Und die müssen wir töten. Deswegen holt man den Schutz mal raus. Aber erstmal geht es nicht dahin. Erstmal geht man hier gucken. Nämlich das hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo man die noch mal brauchen. Okay. Stopp.
Mach Gicht ab. Geht doch endlich. Das Problem ist, immer noch Gegner und so. Ich brauche noch mehr Gegner. Und dann sehen könnte zu 100% zu kriegen. Finde aber schon ein interessantes Level hier eigentlich. Ich brauche mehr Gegner. Oh, die müssen wir weiter so alles weg. Ach nee, das ist das Level Anfang. Das und das kleine Gebiet. So, jetzt mal hinlaufen, wo ich nicht hinlaufen. Okay, da kann ich nicht hoch. Ich dachte, da kann ich hoch. No, hier kommen wir nicht. Hier kommen wir noch nicht. Jetzt gucken wir hier. Ach, das ist ein so. Oh, History of Garmin. Volume 1. Also Geschichte von Garmin. Alright. During that time that was Garmin's natives tempest was King Peregrine, who fought around Necromancer and his plan to enslave the land. There once the king's mage had fallen out of favor with the ruler of conduction outlandish spirits and the bodies of the dead. It was said that deep within burning castle the dead were restless. The dead are to be honored, not kept as the playthings of alchemists. Declared King Peregrine, as he banished Zarok from the castle, all of Zarok's living dead were rooted out and destroyed. Zarok, being an unforgiving soul, went into hiding and proved to break his religion. Okay. Ja, vielleicht sowas setzen, weil ich das meiste gar nicht kenne. Aber ich würde noch sagen, ihr könnt, wenn ihr das lesen könnt ihr das ja ruhig durchlesen. Ich lese das nur auf Englisch vor. Weil ich kann jetzt nicht alles übersetzen. Nein! Ach, jetzt doch. History of Galloway, Volume 2. Rumors of ill-doing and dark deeds abound through the land of Galloway. It was whispered that Zarok had employed the aid of shadow demons to help build a waste castle. Under the cover of night, Zarok's dark army spilled forth from their corrupt tavern. Army marched south across the Silver Mountains and through the Silver Woods.
Soon afterwards, even the pumpkin lands belonged to Zara. The folk of Gallows town cried out for help. Save us, God, King Peregrine. Retaliation was swift and violent. King Peregrine's mm, sorry. King Peregrine's first lead by the brave Sir Fortescue drove Zarok's army back from Gallows town. There was much rejoicing, but the war was not over yet. Not yet over. Achso, den muss ich mal töten. History of Gambia, Volume 3. Ah. News that Zarok's army had now taken the Floodlands caused much control from this vantage point. Zarok could march west to take the enchanted forest. This scared place would prove a bitter defeat if it fell into the hands of the evil sorcerer. It was Sir Dan Fortescue who once again led the king's militia to rid the demon host from the land. Yet the evil wizard was cunning and had prepared an ambush. A titanic battle, of which history has never since seen the like. It is said that they would have gone to Zara but for the skill and valor of one man. Fortescue led the charge deep into the massed ranks of the undead. In Zarok's bodyguard, the fearful Lord Hardy, and before finally succumbing to his own mortal wounds, slew the traitor Rose, sorcerer with a mighty sweep of his sword. The forces of evil were destroyed, but a terrible price. None but a handful of the king's militia returned from that field Galomir. Thus, a whole generation of young men died, including Canitin, the legendary crossbowman, and Fortescue's second in command, who fell in the first volley of arrows. Ja, da hat man gehört, also hier unser Mr. Fortescue ist direkt vom ersten Bogen getroffen und gestorben. Ja. Heroes from History. A retrospective. Chapter 1. In addition to being the strongest man who ever lived, Stanier Ironhammer was unsurpassed in his skill. As a blacksmith, he was equally happy pounding on his own thumb as he was pounding on someone's hair in battle. It was said that his only fear was the end of the wordsmithing, as the focus of manufacture in favor of more centralized beliefs. As a Chapter 2. Born a humble person, to one of the nomadic tribes from the Eastlands, Lord Monarch
Scar, Caleb, Garrett, and an army of horsemen and swept over half the civilized world. When he finally died attempting a single-handed attack on a garrison in Norfolk, armed only with the spike on his helm, he was the richest and most powerful peasant of his day. Chapter 3. Karl Stormguard spent most of his formative years on the siege of his family castle. With his impregnable magic shield, Stormguard's Stormguard's motto was best form of attack is defense. Sadly, his shield couldn't protect him against poor eating habits, and he died during a battle feast while swallowing a large sausage he had failed to chew. Okay. Chapter 4. Truly the hero's hero. Wooden the Mighty was fearless, single-minded, uncompromising. Unbeaten in combat, he inspired raw fear in friends and enemies alike, not to mention in close families and pets. Chapter 5. Trained from birth in all forms of combat, Imanzi Gamma was the warrior queen of a tribe of Amazons. The bold and beautiful Shangama banished all males from her territory except the handful she kept on to mow the lands of her people. Chapter 6. Full-time mother and homemaker McGowan Stormbringer had to defend her settlement from barbarian raiders while the menfolk were away on a hunting trip. She fought off repeated attacks only with a pitchfork and a rolling pin and with one arm holding her baby. Legend has it that the gods, impressed by her indomitable courage, intervened and added thunderbolts to her arsenal. She won the battle with a couple of bolts to spare on her husband when he finally returned. Chapter 7. Dirk Steadfast was a fearsome opponent thanks to his magic sword and a family he held believed that only women defend themselves. Women are always on the attack. He was afraid and contemporary of Carlston God, contemporary of Carlston God, and was with him even to the end. It was a wish. It was whilst Steadfast was explaining his views on Stoneguard's shield during a feast that the latter had this tragic and inexplicable accident. Chapter 8. Descended, descended from the finest centaur, bloodstock Ravenhooves, the Archer, the Archer, was the last prince of the people. Proud and haughty aristocrat, he was an accomplished hunter, sportsman,
duelist, playboy, raconteur, and 3 times Derby winner. Chapter 9. Captain of the militia in the time of King Gregory, Pre- Peregrine, King Peregrine. Sir Daniel Fortescue found fame when he killed the renegade wizard sword, a career soldier raised in the royal household. He was adored by the men under his command and renowned, renowned for his loyalty to government. It was said that Fortescue was always destined for greatness, with his square jaw, steely gaze, and thick stalk of hair, as black as ravens' wings. He looked every inch the hero. Aber wir sind gefallen. Tourist guide to Germany. Alright. The land of Germany is a wondrous land of breathtaking sights and adventure. If it's beauty you are looking for, be sure to check out the site of the Enchanted Forest. Seal the hearts and see the nests of giant dragon birds. Seek out weird and wonderful plant life. Go ooh and ah at the sight of baby dragon toads splashing about in the crystal clear ponds. Why not take a walk through the pumpkin valley? Pumpkin is Galamir's favorite dish, and about now the valley is just bulging under the weight of young podlings awaiting house. First guide to Galamir to you. If it's mystery you're looking for, then the season adventurer should travel to the reign of King Peregrine's castle. Yes, this is the fortress from which fabled King Peregrine once hailed. It is said that the king's crown was lost in the dungeons below the castle, and that the ghost of the pagan himself now haunts those stone passageways. Spooky. Why not take to the swamps and seek out the mythical town of Yom? This place was once said that to be a place of fantastical arcane alchemy, but an age has passed since it was consumed by the murky swamps. Perhaps great treasure awaits any adventurer that can locate its watery resting place. So, hier brauchen wir einmal den Hammer. Nicht das jetzt. Haben wir Geld. Dann haben wir hier Franz Kurzfix-Card. Also die Kurzfix im Himmel. To warm it may concern. Must make haste for the Xerox when will be here within the hour. I have taken the crucifix from the couch from church. It is the key to a key. I used the cross to make the attached cross. Then I had it destroyed. It is my hope that this cast falls into the hands of our just and good hero. Signed, the Town Major. Also die Schlüssel wird schon in guten Händen gegangen. Oh, boy.
Was hat denn das was gebracht außer Dings? Ja, nicht. Ja, nicht. Was haben wir jetzt nur schneller nach vorne machen? Ja. Aber was will ich schon so blöd? Hier auf jetzt eben nicht. Was kann ich da noch? Nee, sie jetzt auch nichts besonders. Oh, ein Shop. Hier ist sogar noch ein Halbbrunnen. Schön. Mhm. Also, das ist übrigens. Okay, schon ein Halbbrunnen. Da war keiner. Wie geht's hier noch rein? Nee, hier können wir ja auch nichts. Dann geht's noch hier hinten noch rein. So schwer. Hier ist aber auch nichts mehr. Das ist eigentlich alles Items. Ach, ich hab schon Gold in diese Kamera, jetzt muss ich noch finden. Irgendwo gab es hier noch eine Schmiede, das weiß ich. Wo ist das hier? Keine Ahnung, wie ich schauen kann. Drinky is sealed unlocked by a... Den Schlüssel habe ich schon. Den habe ich auch schon benutzt. Das ist die Bibliothek, ja, weiß ich nicht. Ich komme hier gerade nicht weiter. Hier ist auch nichts. Ah, okay. Sorry. Okay, jetzt will ich sehen, Pages. Jetzt weiß ich wenigstens, wo der Seelengeld ist. Mein Gott, wieso dreht sich die Kamera und so? Das ist Kirche. Ne? Da brauche ich jetzt momentan noch nicht hintergehen. Okay, Haus. Wo gibt's denn weiter hier? Ach, da ist ein Eingang. Das ist die Schmiede.
Sprich mir das. Und das. So. Und springen, und springen, und springen. Und nochmal. Ich soll ein bisschen noch schlucken. Blacksmith Monthly. Old Man Way Green of Garrett's Town was awarded Smoothie of the Season by our readers. His outstanding cast have produced many intricate and art-wearing iron gifts and sculptures. Willie only uses the finest of minerals in his work, and his particularly noted for his magnificent busts. Old Man Willie was quoted as saying, "I, when I get pumpkin on the bellows, on me bellows, there is no stopping me. It's all in the river, up and down, up and down. I've always been inspired by the stories of Steiner over him, the greatest movie that ever there was." Also da war inspiriert. Von Silver Shield. Von Crucifix. Die Kirche ist jetzt wo nochmal? Ach, das ist die Kamera so doof da, das ist die Kirche schon. So, willst du sagen, nach der Reise wahrscheinlich schon ist, oder? Das ist sogar richtig. Das ist Crucifix. Nein, okay, das ist nicht. Ja, das hat nichts zu tun. This year or man. On my travels across Germany, I have come across many mysterious and enchanting finds. However, that which filled me with deepest dread was the discovery of the shadow demons. The key to their dawn present, the mysterious shadow artifact is now in my possession. That dress-wearing bully boy Zark will stop at nothing to retrieve this item. I fear that already he knows that it is I who possess it. Yours, fearfully determined.
So, lass doch jetzt hier irgendwo eine. Doch nicht ins Wasser, mein Gott. Ist der so doof. Irgendwo hier war noch ein Gitter. Oh, wir können von oben hin. Hallo. Was muss ich im Baum hin? Baum ist Baum. Nee, da war das auf der anderen Seite. Oder ich täusche mich schon, das ist gar nicht hier. Hätte mich doch gekriegt. Ah, ich muss auf einen Baum laufen. Ich kann nicht mehr raus. Ist nicht mal da über den Weg zurück. Oh, okay, da geht's zum Museum. So. Okay. Das öffnet gerade die Tür. Bei diesen Kandidaten. Okay, da geht was. Der Segel ist nicht ganz voll. Ja, kann ich ja. Oh, ne. Bevor das nicht hier wieder rauskommt. Nee, raus gehe ich noch nicht. Okay, ich kann raus. Ja, also hier. Zurück. Einmal zum Brunnen. Ja. Hier war's. Hier gleich nach rechts. Durch die Mauer, durch die Mauer.
Natürlich noch ein bisschen Geld mitnehmen. Warum nicht? Geld schadet ja nie. Ja, hier hinten, hallo, Kamera ist noch mit umdrehen. Doch nicht. Geht eigentlich nein. Ah, noch ein Text gewesen. Introduce himself to his gods. Capture that greedy poor here the time major. Take him to the asylum dungeons. Give the part where I heard going over. Locate the shadow artifact. Bring me back something else. Na, hat also nicht schon alles ganz gut geklappt. Zumindest nur mit dem dunklen Artefakt. Off with a few zombies' heads, and it thinks it can